Okay, weiter mit der Story, nicht wahr? Besorgen wir Shenhe. Ist richtig ausgesprochen, Eike, oder? Shenhe. Shenhe. So spricht man es aus. Oder Shenhe. Shenhe. Okay. Das ist stimmt. Nee. Es wird nicht geschrieben. So ist richtig. Besorgen wir ein paar Kräuter. Are you here to buy some herbs? I do hope you brought your prescription. Ginseng, glaze lily, and violet grass, please. Half a pound of each. What kind of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Oh, here you go. That's everything we have in stock. Lass mich raten, Eike. Das ist das, was sie mit Ganyo in Verbindung hat, oder? Thank you. She's really eating them! Aber wir können es nicht zeigen, weil wir die Animation dafür nicht gehabt haben. My hunger has now abated. Thank you. Wie hat es geschmeckt? Rather awful. Naja, es war nicht lecker. Though they were not completely devoid of sweet fragrance. After consuming a large quantity of them, bitterness is all that remains. Wie das Leben. So, how come you chow down on these and barely touch the restaurant food? If Paimon had enough Mora, Paimon would go to the fanciest restaurant in town and order a whole table of food and eat it all in one go. Wir wissen, Paimon ist ein fliegendes, schwebendes Loch. Oder, Eike? Kann man so sagen? Ja. Because I'm not sure whether I will remain here in the future. Aber das haben wohl Götter so an sich. Spoiler. The food of the mortal realm is most delicious, but should I return to the mountains, yearning for the food here shall only pose an obstacle to my continued spiritual development. Ah, stimmt, habe ich gelesen. Sie ist quasi eine Eremitin, die nur in den Bergen gelebt hat, nicht wahr, Eike? Sampling each dish in order to appreciate its taste is enough. Return to the mountains. That proves it. Paimon knew she was an Adeptus. Ach was, nein. Echt? Nee, wäre ich ja nie drauf gekommen. Enough about me. What are your plans from here? Oh, right! Paimon almost forgot! We came out to take part in the Rebuild the Jade Chamber competition! And now we're probably super behind because we've been held up for so long. I see. I heard something about the contest when I was passing by. Das war ja nur, du warst ja gerade in der Nähe. Yep! You get to ask Ningguang any question you want if you win! Were you interested in the contest too, Shenhe? I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no intention of joining a contest. However, you have shown me your kindness, and I would now like to lend you my assistance. Oh, don't worry. I ask for nothing in return. Der Einzige, was ich hätte, wäre nur ein Pulch, die ich dann bekommen würde. Eventuell. Nicht wahr, Eike? Wow! You really don't have to. Weil wenn wir schon Ito nicht bekommen haben, naja. But having an Adeptus help out will make things a whole lot easier, so... Dann nichts wie los. Du bist jederzeit willkommen. Then let's not delay. I have a plan. Great! Paimon bets this is gonna be the awesomest plan ever! Der Plan ist, alle umlegen. I am not sure whether or to what extent this plan can be classified as awesome. I do, however, believe it will be highly effective. We simply need to dispose of everyone who is currently ahead of us. Then, we alone shall become the victors. Ihre Stimme klingt ein bisschen älter, Eike, habe ich das Gefühl, oder? Von wem? Da von Shenhe. Shenhe. Ja, ein bisschen. Also sie ist zumindest kein... Ja gut, Chi-Chi ist übertrieben, aber sie ist zumindest, sagen wir mal, ein bisschen älter, würde ich mal sagen. Obwohl, ja gut, in Anime sind ja Leute mit weißen Haaren, sind ja immer die wie heißt das? Dieser Farbcode mit den Haarfarben, nicht wahr? Die kennt man ja aus Animes, ne? Die mit Leuten mit weißen Haaren, das sind die Geheimnisvollen und die Weißen. Wo waren das die mit der Glatze? Vito! That is not acceptable! Not by a long shot! Und der Trevor wieder so... Really? But I hear that competition is in essence about conflict and one-upmanship. Look, we want to win this competition fair and square, okay? Mit ehrlichem Gemüt. Gut, fair und square. Na gut, so kann man es auch umschreiben, oder? So
sunset vermilionite, wonder cores, and adepti sigils. Let's start at the top of the list and work down. So, for plastrite... I was wondering who I could hear arguing over there. So, it's you. Oh ja, Eike. Da ist er. Eike, der Apotheker, der irgendwann auch mal in Gebet auftauchen wird, nicht wahr? Wenn es dann, Eike? Ja. Wenn das jeweilige Element dann, was er besitzt, dann... Na, auch welches verfügbar ist. Element ist es? Es ist nicht Aero. Nein, wie heißt es nochmal? Es ist nicht Wind. Es ist nicht Pyro. Es ist nicht Elektro. Es ist nicht Kyro. Was gibt's noch? Pyro. Pyro. Es ist auch nicht Gestein. Was war's denn nochmal? Die Pflanzen. Weißt schon, wie die kleinen Schleime, die Pflanzenschleime, die diese Geräusche von sich geben, wie Meerschweinchen. Wie hieß es nochmal, Eike? Ne? Ach, komm schon, gib mir einen Tipp. Gib mir den ersten Buchstaben. Nö. Ach komm, mach schnell. Nö. Nein. Ach Mann. Nein. Dann, Leute. Ich werde nicht sagen, dass das Element Dendro ist. Oh, das war schade. Ich wollte gerade sagen, Leute sollten es in die Kommentare schreiben. Jetzt zu spät. Oh. Baiju, what are you doing out here? Und wo ist deine sprechende Schlange? Ach so, stimmt, die hat ja immer eine Schulter. Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're running low at the store, so I came out to fetch the ingredients personally. Huh? How come Lady Ningguang needs so much wound dressing all of a sudden? Naja, vielleicht ist sie immer krank. Obwohl, nein, wohl eher nicht. Vielleicht braucht sie bestimmte Wundermedizin. I'm not too sure. I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. Maybe for its first aid on site? I didn't ask, though. Far be it from me to pry into my customers' personal affairs. Irgendwie erinnert er mich an irgendeinen Anime-Charakter, Eike. Ich weiß aber nicht welchen. Hm. Ja, bitte. Wir wissen alle, dass es der Typ aus Naruto ist. Ach, der redet auch so? Oder meinst du nur wegen der Schlange? Nur in der Schlange. Ja. Sasuke! Er hat das ganze Dorf entführt. Nicht wahr, Eike? Ja, er hat eine ganze Familie entführt. Ja, so brutal entführt. Ich musste mich übergeben, als ich aus der Hütte gekommen bin. Ugh. Ja. Na genau. Oh, and she also borrowed Chi-Chi. Meaning Boo Boo Pharmacy is very short-handed right now. Gigi I sitzt don't übrigens jetzt suppose am any of Strand. you are looking for part-time work by any chance? Maxi ist überhaupt am Strand? Das ist doch warm da. Nein, sie ist jetzt an der Küste. Sie ist jetzt am Hafen. Ach so. Okay. Ich wusste nicht, dass man Chichi einfach ausleihen kann. Aber ich wette, das vergisst man wahrscheinlich noch in einer Zeit. Vergisst sie eben noch einer Zeit. Was ist passiert? Ich soll mitgehen? Okay. Wie heißt du nochmal? No, we've got other stuff to do. While you're here though, you seem to know a lot. Have you ever heard of something called sunset vermilionite? Ah, the variety of plastrite used in the Jade Chamber, yes? There is some mention of it in the Seven Mountain Treatises. When activated, sunset vermilionite rises up all the way into the clouds. It's very rare indeed. Die Enzyklopädie der 7 Berge, geschrieben von den 7 Zwergen. As far as the records show, virtually all sunset vermilionite in existence has been mined and taken possession of. But the Feiyun Commerce Guild would know far more about this than I do. Ah, ich wette schon. Ich kann mir schon denken, auf wen wir dann treffen werden, nicht wahr? Wegen der Händlergilde, Eike, ne? Ne? Belesener... Was ist er denn eigentlich nochmal für Beruf? Ein sehr belesener Fan von Kung Fu, dessen Ulti, beziehungsweise, ja, sehr praktisch sein kann. Als Buff. Sag du einfach Singchu. Ja, sagte ich doch. Okay then, let's go ask at the Feiyun Commerce Guild. Thanks, Baiju. You're quite welcome. Good luck to you all. And if there's anything further you need from me, just come to the Boo Boo Pharmacy. Okay, jetzt in den Hafen. Was in den Harten? Hafen. Ach, Harfen. Ich habe Harten verstanden. Okay, dann machen wir jetzt mal auf, zur Händlergilde zu gehen und zu fragen, habt ihr zufälligerweise so einen Stein, mit dem man ein Jadegemach in die Luft heben kann? Master Singcho, thank goodness you're finally back. Ah, da ist er ja. Oh, why do I detect an urgency in your voice?
Es ist Zinshu, oder auch Sinkshu. Sinshu, ja. The guild has had a whole Sing- string of strange Sing- orders in recently. Everyone's been completely caught off guard. Your father gave me specific instructions to ask you to stay and help out if I happen to see you. I see. Have someone sort the orders by type for now. I'll deal with them myself shortly. Es könnte auch Venti sein, sonst wäre bestimmt wer. Oh, how wonderful. Nein, Benny, du Thank you, Blödbirne. Master. Oder Bennett. With you on the job, I can breathe a sigh of relief. Hey, Xingqiu! Glad you're here. Diese Aufschläge sind ja auch nicht schwer zu übersehen. We want to ask you for some information. Traveler, Paimon, please wait a moment. Ich meine, seine Rüschen, sein Hemd, Eike. Shu, I need to entertain some guests. Please continue with your work for the time being, and we'll discuss the matter of the guild's orders in more detail later on. Understood, Master Xingqiu. Then I will leave you in peace. I wasn't counting on finding you here today. What's going on? And how, pray tell, may I be of service? Xingqiu, have you ever heard of Sunset Vermilionite? Oh, I see. So you've entered Lady Ningguang's contest as well. Hab ich irgendwie so das Gefühl, dass jeder daran teilnimmt, oder? As well? Do you mean... The truth is, the Feiyun Commerce Guild is in possession of some Sunset Vermilionite, but only one piece. Natürlich, nur einen einzigen gibt es im ganzen Spiel. We are holding it on behalf of someone who has asked us to put it up for auction, and a lot of interested parties have already come to us inquiring about the price. At the end of the day, it all comes down to supply and demand. In this case, I'm guessing the final transaction price may be in excess of 500 million Mora. Eike könnte es bestimmt leisten, oder? Was? 500 Millionen Mora? Nein. Ich glaube, wir haben höchstens... Wie viel haben wir denn? So, über den Daumen gepeilt, Eike. Eike rechnet gerade nach. Eike? Hm? Nee, alles gut. Okay. Na, zumindest nicht ganz so viel. 500 million? So viel? Ich besitze leider nicht so viel Geld. Noch nicht. Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. The price is greatly inflated, and it's just not worth it. So wie Grafikkarten, dank der Kryptominer. But without any Sunset Vermilionite... Don't panic. I don't suppose you ever heard of Sea Gazer? Sea Gazer? Das ist aber Höchst des tobenden Meeres in der ruhigen Dämmerung. Who? Von dem höre ich zum ersten Mal. Sea Gazer was once very close to Mountain Shaper, but if I am not mistaken, he has already passed away. Ach, das ist auch wieder eine von diesen Gottheiten, ja? Yes, precisely. I didn't know anyone else knew about him. According to records of drifting clouds, Sea Gazer once built an abode to store his rarest and most exquisite treasures, among which was some Sunset Vermilionite. After Sea Gazer passed, the abode was abandoned, and its location was lost to time. Luckily, I came into possession of a stack of folk history books just recently. They make some oblique references to this lost abode, and after cross-referencing them against each other, I'm now fairly certain that it is situated in the Lisha area. Ich frage mich, ob das auch wieder auf einer chinesischen Sage beruht, oder Eike? That's great! But is it really okay for us to just go and take his treasure? Naja, er ist ja tot. Wouldn't it be a little, you know, disrespectful? With him being an Adeptus? You Du bist needn't mit worry. Schätzen unterwegs, As far as Paimon. I understand, Sea Gazer was very open-minded. Even while he was alive, he wouldn't have let something like this bother him. Genau, einfach reingehen, mitnehmen und ja, gut. Aber Eike, Paimon hat doch keine Schätze. Sie benutzt die Schätze immer nur, um sich Essen zu kaufen. Deswegen braucht sie Geld. Nein, sie ist doch sonst immer so an Schätze interessiert und will Schätze haben. Ja, aber Jetzt stört es sie, einen Adeptengeist zu ärgern. sie hat nur Schiss davor, dass er dann auftaucht und ihr einen auf den Popo gibt. In ihren Strampler. Open-minded? I have not heard of Sea Gazer being described in this way before. May I ask where you read that? Just a rumor I heard out in the mountains. All right then, let's go. Sie ist sie wirklich praktisch halb nackt, Eike, oder? Ja, natürlich, Einen hat sie ihn wahrscheinlich selbst getroffen. There's something schon about findet- this findet- young lady findet that sie reminds heiß. me of a good friend of Jetzt mine. ein Stegmark Shenhe.
Nein, darin ist nur miHoYo schuld, weil du hast doch den Launcher gesehen, Eike, wie er drin ist, ne? Wie er abgebildet ist. Praktisch den Hintern uns entgegenstreckt. Also, so ein bisschen. Oh, I almost bisschen. forgot. Adepti abodes tend to have very ingenious designs, especially when it comes to their defense mechanisms. Plus, it's likely to be crawling with monsters after being abandoned for so long. So please, be very careful. Natürlich, das ist dann wieder so eine Mori-Assoziation. Ach, hier ist bestimmt nichts. Und dann kommt wieder die ganze Bagage auf uns zuge... Ja, Okay, ihr wisst we Bescheid. will be. Thanks, Xingqiu. So, geh in die Nähe von Nisha und suche nach der Adeptin-Behausung. Okay. Ist sie? Ist ja nicht weit weg. Ich dachte jetzt, das wäre jetzt irgendwie ganz weit irgendwo versteckt. Aber es wäre gleich hier hinter dem Berg, also okay. Hätte jetzt erwartet, wir müssen jetzt irgendwelche Ruinen raiden. Eike? Ja. Man wird ganz tief versteckt in den Bergen. Aber hey! Man muss zumindest den Spiel positiv, wie heißt es, ankreiden, Eike, nicht wahr? Es gibt keinen... Anmerken. Oder anmerken, es gibt keinen Quadratkilometer oder Meter, in dem man nichts finden kann. Wie eine Minze. Machen wir mal ein Pulchen. Nee, wie geht das nochmal? Den letzten Schlag. Und dabei die Maustaste reindrehen, damit es nah ranzoomt. Okay. Und los. Bereit, Eike? Ja. Hast du ein gutes Gefühl? Nö, wird eh nicht kommen. Du Okay. hast gerade einen Pfeifstar gezogen. Ach, das ist doch gar nicht lange her. Oh, Ja. Maul. gut, dann schauen wir mal. Der nächste Pfeifstar ist wie gesagt garantiert, weil du Ito verkackt hast. Musst du entscheiden, wie du machen willst. Liste. Die Flöte. Ups. Lappen. Chongyong. Du hast ihren Neffen gezogen. Der Exorzist, der keine scharfen Sachen verträgt. Er ist ihr Neffe. Ach, ist er schon komplett? Daten. Ja. Daten. Stimme. Runterscrollen. Was ist denn hier was? Nichts Neues. Doch. Wo denn? Es müsste irgendwo über Shenhe stehen. Ja gut, ist alles noch gesperrt. So, du hast ihn noch nicht auf die Freundschaftsstufe, okay. Objects like this may prove useful when purging evil spirits. Und das war's. Dichan, du machst immer einen Aufladeangriff am Schluss. Richtig. Ja,